Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Das Erbe der Kriegsenkel. Was das Schweigen der Eltern mit uns macht. Von Matthias Lohre bietet eine eindrucksvolle und tiefgründige Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeneration in Deutschland, den sogenannten Kriegsenkeln. Es untersucht, wie das Schweigen und die nicht aufgearbeiteten Traumata der Eltern, die den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen miterlebt haben, das Leben ihrer Kinder und Enkel noch heute beeinflussen. Der Autor verwebt persönliche Erfahrungen, Interviews sowie Erkenntnisse aus Psychologie und Geschichtswissenschaft, um die Auswirkungen der weitergegebenen Traumata, Ängste und Verhaltensweisen sichtbar zu machen. Das Buch verdeutlicht, dass sich Familiengeheimnisse, Schuld- und Schamgefühle über Generationen hinweg fortsetzen können. Darüber hinaus wird erforscht, wie Sprachlosigkeit und emotionale Kälte nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen prägen. Mit seinem einfühlsamen Schreibstil und fundierter Recherche leistet Lohre einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Nachkriegsgenerationen in Deutschland und lädt zum tiefgreifenden Nachdenken über das eigene Familienerbe ein. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Rolle des Schweigens in Familien nach dem Krieg. Ein zentrales Thema des Buches ist das Schweigen innerhalb der Familien, das nach dem Zweiten Weltkrieg allgegenwärtig war. Eltern, die selbst unter den Gräueln des Krieges litten, fanden oft keine Worte, um das Erlebte zu beschreiben oder wollten ihre Kinder vor den traumatischen Erfahrungen schützen. Das Resultat war eine kollektive Sprachlosigkeit, die häufig zu Missverständnissen, Unsicherheit und emotionaler Distanz führte. Matthias Lohre beleuchtet, wie dieses Schweigen nicht nur als Schutz gedacht sein konnte, sondern auch als Hindernis für eine offene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit diente. Viele heutige Kriegsenkel spüren die Auswirkungen dieses Schweigens noch immer, sei es in Form von diffusen Ängsten, Schuldgefühlen oder dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Psychologisch betrachtet wird dieses Phänomen als transgenerationale Weitergabe von Traumata beschrieben. Das Buch verdeutlicht, wie wichtig es für die nachfolgenden Generationen ist, das Schweigen zu brechen, offen über die Vergangenheit zu sprechen und den eigenen Platz in der Familiengeschichte neu zu definieren. Zweitens. Die unsichtbare Last. Übertragung von Traumata. Ein weiteres zentrales Thema, das Lohre tiefgreifend untersucht, ist die Übertragung von Traumata von den Eltern auf die Enkelgeneration. Die psychologische Forschung hat belegt, dass traumatische Erfahrungen nicht nur individuell, sondern auch kollektiv weitergegeben werden können. Eltern, die unter den Folgen von Krieg, Verlust und Heimatlosigkeit litten, neigten dazu, ihre Ängste und Unsicherheiten oft unbewusst auf ihre Kinder zu übertragen. Die Enkel wiederum wuchsen in einem Spannungsfeld auf, das sie nicht klar benennen konnten. Häufig fühlen sich Kriegsenkel deswegen von inneren Konflikten, einer undefinierten Traurigkeit oder unerklärlichen Schuldgefühlen geplagt. Das Buch liefert zahlreiche Fallbeispiele und Analysen, die zeigen, wie sich diese unsichtbaren Lasten im Alltag und in Beziehungen äußern. Zudem weist es auf Wege zur Bewältigung und Selbstbefreiung hin, beispielsweise durch Familienaufstellungen, Gespräche mit Zeitzeugen oder therapeutische Arbeit. Drittens. Identitätssuche und Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Matthias Lohre legt einen starken Fokus auf die Identitätssuche, die viele Kriegsenkel antreibt. Im Schatten der unbekannten oder verdrängten Geschichten ihrer Eltern und Großeltern stellen sie sich Fragen nach Herkunft, Zugehörigkeit und dem Sinn ihres Lebens. Das Buch beschreibt eindrücklich, dass diese Suche oft von einem Grundgefühl der Entwurzelung geprägt ist. Viele erleben ein unbestimmtes Gefühl der Fremdheit oder das Bedürfnis, das unausgesprochene Leid ihrer Familie aufzuarbeiten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte erweist sich dabei als Schlüssel zur Heilung und zur Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins. Lohre ermutigt seine Lesenden, aktiv auf Spurensuche zu gehen, die Vergangenheit zu rekonstruieren und sich mit den schwierigen Seiten der Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
Diese Selbstreflexion und der Mut, unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren, eröffnen neue Perspektiven auf die eigene Identität. 4. Schuld, Scham und die Suche nach Versöhnung. Lore widmet ein großes Kapitel den Gefühlen von Schuld und Scham, die sowohl individuell als auch kollektiv von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Nachgeborenen tragen häufig eine diffuse, schwer greifbare Schuld mit sich, sei es für das Schweigen, die Taten der Großeltern während der Nazizeit oder das eigene Unvermögen, das Unausgesprochene zu verstehen. Viele Kriegsenkel empfinden gleichzeitig eine tief verwurzelte Scham für die Verstrickungen der Familie in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Das Buch thematisiert, wie diese schwer greifbaren Gefühle die persönliche Entwicklung, die Berufs- und Familiengestaltung stark beeinflussen können. Entscheidend ist laut Lore die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen als Voraussetzung für echte Versöhnung mit der eigenen Familiengeschichte und für einen heilsamen Umgang mit dem eigenen Erbe. Das Durchbrechen des Kreislaufs von Schuld und Scham ermöglicht ein freieres, authentischeres Leben. Schließlich praktische Wege zur Aufarbeitung und Heilung. Abschließend bietet das Erbe der Kriegsenkel zahlreiche Anregungen, wie Betroffene ihr Familienerbe aufarbeiten und transformieren können. Lore zeigt unter anderem die Bedeutung von offenen Gesprächen mit Familienangehörigen, das Forschen in Archiven oder die Teilnahme an Gruppen für Kriegsenkel auf. Er beschreibt, wie therapeutische Ansätze, etwa systemische Familientherapie oder Psychodrama, helfen können, eingefahrene Muster zu erkennen und zu lösen. Ein weiteres zentrales Werkzeug ist die Selbsterforschung. Durch das Schreiben von Briefen, Tagebuch oder das Niederschreiben der eigenen Familiengeschichte kann man innere Distanz gewinnen und emotionale Zusammenhänge verstehen. Darüber hinaus plädiert Lore für einen gesellschaftlichen Diskurs, der das Thema kollektiver Traumata bewusst ins Zentrum rückt. Das Ziel ist, die Last der Vergangenheit zu verstehen, anzunehmen und daraus Kraft für neue, eigene Wege zu schöpfen. Zusammenfassend: Das Erbe der Kriegsenkel ist ein unverzichtbares Buch für alle, die die Geschichte ihrer Familie und damit auch ihre eigene Identität besser verstehen möchten. Besonders empfohlen ist es für Menschen aus Familien, die den Zweiten Weltkrieg oder die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland erlebt haben, ebenso für Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und soziale Arbeit, die mit transgenerationalen Traumata konfrontiert werden. Das Werk verschafft wertvolle Einblicke in die Folgen des Krieges, die bis heute das Leben vieler prägen, und bietet gleichzeitig konkrete Werkzeuge zur Bewältigung und Transformation dieser Erbschaft. Im Unterschied zu anderen Büchern überzeugt Lore durch die persönliche und wissenschaftliche Herangehensweise, den klaren, empathischen Schreibstil und die Verbindung von individueller Erfahrung mit gesellschaftlichen Strukturen. Wer bereit ist, sich mit dem eigenen Herkunfts- und Schuldgefühl auseinanderzusetzen und sich mehr Klarheit, Identität und Versöhnung im eigenen Leben wünscht, sollte zu diesem Buch greifen. Es legt einen wichtigen Grundstein für Versöhnung, Selbstakzeptanz und authentische Familienbeziehungen und besitzt das Potenzial, das eigene Leben nachhaltig zu bereichern. Der Kauf dieses Buches anstelle anderer Werke lohnt sich, weil es nicht nur Symptome beschreibt, sondern Lösungswege aufzeigt, die sowohl individuell als auch kollektiv große Bedeutung haben. Wenn Sie unterstützen möchten: Matthias Lore, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.